Wie beginnt das Leben einer Schnecke? Kein Nest, keine Eltern, die warten, nur Erde und natürlich Geduld. Tief im Boden liegen kleine Kugeln, Schneckeneier. In ihnen wächst ein Leben heran. Doch wie kommen sie überhaupt dorthin und wie schlüpfen sie? Was brauchen diese Schneckeneier, um zu überleben? Und die Babys? Lass uns beginnen mit dem Wunder des Lebens auf einer Schleimspur. Schnecken gehören zu den Zwitterwesen. Das heißt, jedes Tier trägt sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Bei den Schneckenarten gibt es unterschiedliche Paarungsverhalten. Zuerst einmal kriechen sie lange um sich gegenseitig herum, manche Arten beißen sich auch leicht, andere starren sich einfach nur an. Und paaren können sie sich Stunden bis tagelang sogar. Sobald die Bedingungen stimmen, also feuchte Erde, Ruhe, Wärme, gräbt die Schnecke ein Loch zentimeterweise mit ihrem Fuß. Dann beginnt sie, die Eier abzulegen. Je nach Schneckenart sind die Eier unterschiedlich groß. Und die Menge an Eiern variiert natürlich auch. Die Schnecke legt die Eier mit einem besonderen Schleim ab, damit sie nicht austrocknen und von Bakterien geschützt werden. In einem anderen Video habe ich alles über den mysteriösen Schleim erklärt. Schau da gern mal vorbei. Hier siehst du eine Weinbergschnecke, eine Höhle, eine Art Höhle unter der Erde zu graben für ihre Eier. Die Schnecken bedecken das Gelege wieder mit Erde, manchmal sorgfältig und manchmal nur grob. Die Eier können so nicht so gut von Fressfeinden gefunden werden. Schneckeneier werden aber auch oft ins Unterholz gelegt, wo sie gut versteckt sind, oder in Moos, um die Luftfeuchtigkeit auch besser halten zu können. Und dann beginnt das lange Warten. Wer hier ungeduldig ist, hat keine Chance. Je nach Art und Temperatur dauert die Entwicklung 10 bis 30 Tage oder noch länger bei manchen Achatschneckenarten. In dieser Zeit geschieht fast alles lautlos und natürlich unbemerkt, aber das Leben ist längst im Ei da. Zuerst sind die Eier relativ fest, weißlich-gelblich und rundlich-oval. Vor dem Schlupf wirkt das Ei aber viel weicher, weil es durch Enzyme von den Schneckenbabys aufgelockert wird, also enzymatisch. Die Schnecken brauchen viel Kalzium und sie nehmen den schon vor dem Schlupf auf von der Eihülle. Dadurch schwächt sich die Schale auch auf. Und wenn der Tag des Schlupfes gekommen ist, versuchen die Schnecke, die Eierschale zu durchdringen. Ein kleiner Riss, ein knackendes Geräusch und eine winzige Schnecke quetscht sich durch die Öffnung. Das Gehäuse von den Schnecken ist noch ganz zerbrechlich und durchsichtig. Sie frisst zuerst die Eihülle auf, weil sie den Kalk gibt. Auch ist sie noch sehr schüchtern und zieht sich bei den kleinsten Schatten über sich sofort in ihr Häuschen ein. Alles ist neu. Das Licht, die Erde, die ersten Tropfen Feuchtigkeit und trotzdem, sie weiß, was zu tun ist. Essen suchen. Zuerst sucht sie Nahrung, weiches Gemüse, abgestorbene Pflanzenteile, Proteine, alles, was sie finden kann. Sie hat nämlich, obwohl sie so viel kleiner ist als ihre Eltern, einen viel größeren Hunger. Und die Zunge, die sogenannte Radula, ist winzig, aber sehr stark. Und dann fängt auch ihr Gehäuse langsam an zu wachsen, aber sehr langsam. Sie braucht sehr viel Kalk, damit es ein bisschen stabiler wird, also nicht mehr so zerbrechlich wirkt. Deshalb frisst sie Sepiaschalen, Eierstahlen oder Kalksteine. Damit sie wachsen kann, braucht sie aber auch mehr als nur Kalk oder Futter. Die Umgebung muss stimmen, die Feuchtigkeit, damit sie nicht austrocknet und das Gehäuse gut anbauen kann. Die Wärme, damit sie aktiv bleibt. Ruhe, um sich zurückzuziehen und sich aufs Wachsen zu konzentrieren. Ihr Häuschen wächst spiralförmig, also immer kommt eine neue Windung hinzu, bis sie ihre endgültige Größe erreicht und schließlich selbst vielleicht mal Eier legen kann. Vom Ei zur Schnecke und weiter zum nächsten Ei. Ein Kreislauf des Lebens, den wir selten sehen. Danke, dass du dabei warst. Wenn du mehr Videos über Schnecken sehen willst, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, was willst du als nächstes über Schnecken erfahren. Bis zum nächsten Mal und schleimige Grüße.